Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Heute geht es um Räderwuchten. Warum sollten wir das Ganze machen und wie können wir das machen? Darum geht es in diesem Video. Ja, dieses Video ist ein Wunsch gewesen vom Ur. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und wenn ihr da Wünsche habt, könnt ihr mir das gerne unter diesem Video hier in die Kommentare schreiben. Und sofern es mir möglich ist, werde ich das dann machen. Was brauchen wir zum Räderwuchten und warum sollten wir eigentlich Räder wuchten? Wir fangen mit den Warum an. Bevor ich hier lange rede, zeige ich euch das lieber mal. Tja, darum sollten wir Räder wuchten. Es ist eine Umwucht im Reifen, die durch das Gummi, durch die Felge, durch die Verarbeitung kommt. Und dadurch ergibt sich halt immer eine Umwucht. Da sind eigentlich alle Räder gleich. Es gibt immer irgendwo eine Umwucht. So, jetzt diese Kräfte, die jetzt auf die Wuchtmaschine wirken, die das Ganze hin und her schleudern, die wirken natürlich auch auf den Wagen. Das heißt, das geht aufs Lager, auf die Gelenke, auf das ganze Auto und dadurch haben wir natürlich auch einen größeren Verschleiß am Auto, an den ganzen Gelenken, Radlager, ja, überall. Geradeaus wird es auf jeden Fall laufen, aber es wird halt unruhig laufen. Gerade beim Speedrun würde ich das auf jeden Fall machen. Bisschen auf dem Parkplatz da rumeiern, vielleicht nicht unbedingt. Im Offroad-Bereich denke ich, ja, wenn man durch Schlamm und so fährt, wäre das auch nicht wirklich sinnvoll, da durch die ganze Anhaftung an den Rädern eine Umwucht entsteht. Aber im On-Road-Bereich, im Speedrun auf jeden Fall. So, wie machen wir das Ganze? Wir brauchen ein Wuchtgerät, eine Wuchtmaschine. Hier eine Eigenkonstruktion, dazu erzähle ich später was. Und wir brauchen halt Gewicht. Gewicht, optimalerweise Knete, die kann man schön dosieren. Die bleibt halt kleben. Ich nutze hier so eine Knete, die ist eigentlich, um Autos sauber zu machen, um Harzreste zu entfernen, aber das funktioniert ganz gut. Wir drehen einmal das Rad ein bisschen an und lassen das Rad jetzt einmal auspendeln. So, die schwere Seite geht logischerweise nach unten. Das heißt, wir müssen oben ein Gegengewicht dran kleben. Ich habe ja schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Das sollte eigentlich jetzt direkt passen. Ich würde euch natürlich raten, klein anzufangen und dann halt immer höher zu gehen. Ich klebe die jetzt hier oben einmal gegen. Und dann drehen wir das Rad einmal so auf die Position, schauen. Ja, nicht ganz. Ist immer noch etwas schwerer. Das heißt, hier müsste noch ein bisschen mehr Gewicht dran. Aber gut, das sollte jetzt zum Vorführen reichen. So, wenn wir jetzt das Ganze wieder drehen, sehen wir, ja, es tut sich nicht mehr viel hier unten. Das heißt, wir haben das Gewicht gleichmäßig verteilt und es wirken nicht mehr die Kräfte, die hin und her schwingen. Damit haben wir das Material am Auto halt geschont. Dadurch wird der Wagen ruhiger laufen. Für einen Speedrun, ja, ich denke, da könnte das auch noch 1-2 km/h ausmachen. So ein gewuchtetes Rad. Also ist halt eine Theorie, weiß ich nicht. Habe ich nicht probiert. Damit wäre das erklärt. Und nun kommen wir zu der Wuchtmaschine. Es gibt natürlich Wuchtmaschinen fertig zu kaufen. Ich schaue mal, bei Hobby King, meine ich, wäre eine ganz günstige gewesen, die recht gut aussah. Wenn ich den finde, verlinke ich euch das unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr das selber machen wollt, so wie ich, dann einfach einen Radträger genommen, eine Achse rein, Lager aufgemacht, mit Bremsenreiniger ausgespült oder mit Verdünnung. Auf jeden Fall trocken, wirklich trocken die Lager, denn dann laufen die am besten. Klar, bei so einer Wuchtmaschine sind das Präzisionslager, die sind natürlich viel besser, die laufen viel leichter, aber
das reicht in der Regel eigentlich schon aus. Hier mit ein bisschen Alu-Resten halt so einen Ständer konstruiert und extra ein bisschen höher gemacht, damit ich auch die größeren Räder machen kann. Was ich wahrscheinlich wohl auch nicht mal machen werde. Aber ich könnte es. Ja, das war's dann von diesem Video von mir aus. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Hilfeleistung erbringen und ich hoffe, ihr lässt mir ein Like da. Und ja, abonnieren, teilen und hoffe, dann sehen wir uns mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC Werkstatt.